Vergangenen September bin ich mit meiner Frau nach Japan geflogen. Dort haben wir uns endlich den Traum erfüllt, dieses Land zu besuchen. In japanischen Seitenstraßen zu spazieren, täglich 30.000 Schritte zu laufen, Secondhand-Shops für zum Beispiel Pokémon-Games abzuklappern, in japanischen Restaurants essen, Schreine und andere Sehenswürdigkeiten mit eigenen Augen zu erleben und täglich bei 7-Eleven und Family Mart am Abend und in der Früh vorbeizuschauen, war unbeschreiblich. Darum soll es in diesem Video aber nicht gehen. Ich hatte nämlich eine kleine Sidequest für unsere Zeit in Japan. Ich wollte unbedingt ein Ampharos-Plushie von einem Pokémon Center. Doch vorher erzähle ich euch ein bisschen zu meiner Vorgeschichte mit Ampharos. Ampharos ist schon immer eines meiner absoluten Lieblings-Pokémon gewesen. Bei meinem ersten Playthrough von Soul Silver 2010 habe ich mich direkt in das Design von Voltilam verliebt. Schaut es euch einfach an. Es ist viel zu süß. Die Wolle, das Gesicht, die Kugel, sein Ruf sind einfach eine perfekte Kombo. Nachdem ich es weiterentwickelt und gesehen habe, wie Vati und vor allem Ampharos aussieht, war es klar, dass dieses Pokémon einen Stammplatz in meinen Hardcore Soul Silver Playthroughs haben wird und immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen einnimmt. Als ich dann irgendwann mit Shiny Hunten angefangen und herausgefunden habe, wie cool die Shiny Form von Ampharos aussieht, musste ich es hunten. Bevor ich das aber tat, habe ich erstmal die Johto Starter gehuntet. Das war auch meine erste Full Odds Shiny Hunt. Am 22. Mai 2017 habe ich nach 7511 Soft Resets das Shiny Kanimani bekommen. Mein erstes Full Odds Shiny. Ein paar Monate später habe ich auf der Route 32 angefangen, Voltilam zu hunten. Und nach 7456 Random Encountern habe ich endlich mein Shiny Voltilam gefunden. Ich habe es Momoe genannt, eine Referenz zu Kuroko no Basket. Falls ihr den Anime geschaut habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, welcher Kuroko no Basket Charakter euer Favorite ist. Wie ihr seht, ist Momoe mittlerweile ein Ampharos. Ich habe es vor einigen Jahren noch zu meinem Pokémon Platin Spielstand rüber getauscht. In Tokio sind wir zum ersten Mal zu einem Pokémon Center, nämlich das Pokémon Center in Shibuya. Es gab gefühlt unendlich Pokémon dort. Ich habe hier zwar ein Mewtwo und ein Shellos gefunden, aber weit und breit kein Ampharos in Sicht. Es gab nur das Mega Ampharos, aber das ist nicht das, was ich suche. Ich möchte das Klassische haben. By the way, Shellos ist auch eines meiner absoluten Lieblinge. Vielleicht hunte ich es ja für ein zukünftiges Video. Die nächsten Pokémon Center haben wir in Kyoto und in Osaka besucht. Nichts. Ampharos war auch hier nicht zu finden. Als wir wieder zurück in Tokio waren, haben wir das Pokémon Center am Skytree und das Mega Pokémon Center im Osten von Ikebukuro aufgesucht. Auch hier wieder keine Spur von Ampharos. Allmählich realisierten wir, was hier vor sich ging. Ich wollte es aber nicht wahrhaben. Noemi hat es aber schließlich ausgesprochen. Jedes Ampharos ist spurlos verschwunden. Und zwar nicht zufällig. Team Rocket musste dahinter stecken. Als ich meinen Spielstand in Pokémon Platin prüfte, konnte ich meinen eigenen Augen nicht trauen. Momoe war auch verschwunden. Mein Ziel war klar. Ich muss die Ampharos von Team Rocket befreien und retten. Ich darf sie alle und Momoe nicht im Stich lassen. Nach unseren Informationen handelt es sich inklusive Momoe um 1707 verschwundene Ampharos. Quelle: unser erfundener Plot. Glücklicherweise konnten wir herausfinden, keine Ahnung wie, wo Team Rocket die Ampharos aussetzt und für den Weitertransport zwischenlagert. Außerdem hat sich ein Team Rocket-Mitglied in der Nähe eines Foodtrucks verplappert, als wir ihn heimlich belauschten. Dadurch wussten wir auch, wann der Gefangenentransport starten sollte. Ich habe mich richtig positioniert und abgewartet. Schließlich tauchte ein Ampharos nach dem anderen auf. Wir fingen sie ab und brachten sie an einen sicheren Ort. Eines dieser Ampharos haben wir adoptiert. Wir haben es Dendalulu genannt. Als Erklärung für den Namen: Ampharos wird in der japanischen Version Denryu genannt. Noemi fand den Namen süß, plus hat es nicht so genau verstanden, als ich ihr vom Namen erzählt habe, wodurch Dendalulu entstand. Ich finde den Namen perfekt. Die Ampharos erschienen nach und nach, aber von Momoe fehlte weiterhin jede Spur. An Aufgeben konnte ich aber auf gar keinen Fall denken. Ich blieb geduldig. Wir sind mittlerweile bei 1706 Ampharos angelangt. Das ist nun die letzte Chance, Momoe wiederzufinden. War unsere Information falsch? War Momoe nie bei Team Rocket? Oder hatte Team Rocket mehr als 1707 Ampharos und hat Momoe vielleicht... Nein, das nächste Ampharos ist auf jeden Fall Momoe. Nur noch ein paar Momente warten. Geduldig bleiben.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Momoi wurde zu einem Alpha. Vermutlich wurden an ihm Experimente durchgeführt. Es hat mich vor Angst und Wut nicht mehr erkannt. Es griff mich mehrmals an. Doch nachdem ich es gefangen habe, hat es sich wieder beruhigt. Momoi ist wieder zu Hause. Endlich waren wir wieder vereint und konnten zusammen lachen. Genau wie früher.